Okay, let's pray. Lass uns beten. Dear Heavenly Father, I thank you so much for this new morning. Lieber im Schöpfer, ich möchte dir so sehr für diesen neuen Morgen danken. I thank you that you are with us. Ich danke dir, dass du mit uns bist. You said that you will never be against us if we are with you. Du hast gesagt, dass keiner gegen uns sein kann, wenn du mit uns bist. And I thank you for this word which you are giving us for today. Ich möchte dir für das Wort danken, das du uns heute geben möchtest. And you are saying that the word should be a light to our feet. Und du hast gesagt, dass dein Wort eine Lampe für unseren Fuß sein soll. And I pray that you will give us today this light. Und ich möchte bitten, dass du uns heute dieses Licht gibst. And I pray for Brother Mark that you will fill him with the holy oil. Und ich möchte für Bruder Mark bitten, dass du ihn mit dem heiligen Öl jetzt füllst. In Jesus' name I pray. Amen. In Jesu Namen bitte ich darum. Amen. Okay, so not yesterday, but the day before, Also nicht gestern, sondern vorgestern. we were looking at these at the four seals and comparing it with the book of Zechariah, Da haben wir uns die 4 Siegel angeschaut und das mit dem Buch Sacharja verglichen. and we could see that there was basically it was marking the same event, same story. Und wir haben letztendlich da erkannt, dass das selbe Ereignis darstellt, dieselbe Geschichte. Okay, you had four seals, Wir hatten die 4 Siegel. right, and came to the fifth seal, sixth seal, and seventh at the end. Das hat uns dann zum 5., 6. und 7. Siegel gebracht. And that these first four seals are basically the history of the daily and the transgression of desolation. Und die ersten 4 Siegel sprechen letztendlich von diesem täglichen und dann von der Übertretung, die verwüstet. Okay, it's the last week of Christ, right? The daily Das ist letztendlich auch diese letzte Woche Christi. papacy, right, which is the transgression of desolation. Das tägliche und das Papsttum ist ja die Übertretung der Verwüstung. Okay, and we understood that in the reform line of Moses you have these two pharaohs marking the two Sunday law crises. Und wir verstehen ja, dass in der Reformlinie des Mose gibt es diese 2 Pharaonen, die dann jeweils auch die 2 Sonntagsgesetze darstellen. Okay, and that this history, what takes place in here, is just going to repeat in this time period. Und was immer hier in dieser Geschichte hier passiert, in dieser Sonntagsgesetzkrise, wird sich einfach hier wiederholen. Okay, it's all prefigured by these reform lines of the 7 thunders from the time of the end leading down to the closed door. Und das ist alles letztendlich in diesen Reformlinien hier vorausgestattet worden, von der Zeit des Endes hinab bis zur geschlossenen Tür. Okay, so when you understand that, whatever takes place in this part of the reform line is just a parallel to what takes place in this part of the reform line. Und wenn wir das verstehen, dann folglich, was immer in diesem Teil der Reformlinie passiert, ist einfach nur eine Parallele zu dem, was hier in diesem Teil der Reformlinie passiert. And what I mean by that is that when you come to the reform line, right here you have the time of the end and there's an increase of knowledge. Was ich damit meine ist, wenn man sich der Reformlinie zuwendet, dann kommt man hierhin zur Zeit des Endes und man hat einen Erkenntniszuwachs. There's a messenger raised up Da wird ein Botschafter aufgerichtet and the message gets confirmed. und die Botschaft wird bestätigt. And what I mean by that is that all those things that happen there are also happening here. Right? Was ich damit meine ist also, dass all diese Dinge, die dann hier stattfinden, sich hier wiederholen werden. Okay. In this one, you have 2 temple cleansings, and in the middle you have the midnight cry. Und in dieser Darstellung hat man ja dann hier 2 Tempelreinigungen
und in der Mitte den Mitternachtsruf. Okay? And the reason why they have that in the reform line is because when you go through the reform line, this is dealing with the raising up of a messenger, this is dealing with the final test. Und in der Reformlinie sieht man, dass dieser Teil hier davon handelt, wie ein Botschafter aufgerichtet wird, wohingegen dieser Teil dann hier von diesem finalen Test spricht. But when you combine them together, it basically teaches us that at the same time a messenger is being raised up, a people is going through the final test. They're happening simultaneously. Right? Aber wenn man dann diese beiden Teile zusammen verbindet, dann lehrt uns das zur selben Zeit, wo ein Botschafter aufgerichtet wird, auch eine Gruppe hier durch ihren finalen Test geht. So, basically, I've got 2014 Civil Sunday Law, and this is this fractal that I have. I forgot to consider this underlined here. Yes, I'm just looking at what I've. Okay, sorry. Also letztendlich, was wir jetzt hier unten ausgespannt haben, ist hier 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Okay, and it's prefiguring this Sunday Law crisis, right? Und das schattet ja letztendlich dann diese Sonntagsgesetzkrise hier dann voraus. Okay, so I'm just bringing our minds back. So these four seals right here. Und diese 4 Siegel hier oben, We also looked at they were represent these 4 insects in Joel. da haben wir uns auch angeschaut, dass sie diese 4 Insekten aus dem Buch Joel darstellen, Which is the Northern Army, was auch diese nördliche Armee ist. which is this statue that rises up here at the time of the end, Und das ist auch diese Statue, die hier zur Zeit des Endes dann aufkommt. right? And we went through that piece by piece a couple of days ago, showing that the statue that rises up is a parallel to the 1260 years papal persecution. Und das haben wir uns ja angeschaut, Schritt für Schritt, wo wir dann gezeigt haben, dass diese Statue letztendlich eine Parallele zu der 1260 ist, zu dieser Verfolgungszeit des Papsttums. Okay, so from that we get that this is 1260 to here. Daraus können wir dann entnehmen, dass das eine 1260-jährige Zeitspanne ist, von hier bis hier. And it just repeats here in this Sunday law. Und das wiederholt sich dann einfach in diesem Sonntagsgesetz ebenso. Okay, so but however, when you come down to the smaller fractal, Jedoch, wenn wir dann hier runterkommen, hier zu diesem kleineren Fraktal, we know that this midnight cry here is the cross, dann wissen wir, dass dieser Mitternachtsruf ja auch das Kreuz darstellt. and it's the last week of Christ. Und das ist auch die letzte Woche Christi. So you have 1260s, or 2 times of trouble under a time of trouble, right? Deswegen haben wir dann folglich auch hier wieder 2 1260er markiert. 2 Zeiten der Trübsal unter dieser Zeit der Trübsal hier. Okay, and that's what Lawrence was going through the other day, right? Und da sind wir zusammen mit Bruder Lorenz durchgegangen. And that's a confirmation on the 4th seal, because the 4th seal is the history from 538 to 1798, which is 1260, right? Und das ist eine Bestätigung hier auch für dieses 4. Siegel, denn das 4. Siegel spricht ja von der Zeit von 538 bis 1798. Right? Richtig? And it's also a confirmation to the Daniel 8:13, right? Und das ist auch eine Bestätigung für Daniel 8, Vers 13. How long shall it be for the daily and the transgression of desolation? Denn da wird ja die Frage gestellt, wie lange dauert es mit dem täglichen und mit der Übertretung der Verwüstung? Which is the cleansing of the temple, from temple cleansing to temple cleansing, Was right? nichts anderes ist als die Reinigung des Tempels, von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung. It's the work Christ is doing in changing us from sinners to saints, right? Und das ist das Werk, das Christus tut für uns, und zwar um uns von Sündern zu Heiligen zu verwandeln. Which is 1260 years of paganism, followed by 1260 years of papalism. Das sind also 1260 Heidentum, gefolgt von 1260 Papsttum. Yes? Yes. Everybody Richtig. following? Kann jeder soweit folgen? Why is paganism the also 160? So, from the 2520. Ah, okay. Alles
Also ist die 2520 Yes. hier. Right? Because you've got, anyway, we went through that the other day, right? So, so depending on which illustrations you bring in, they just confirm these patterns for us, right? Also abhängig davon, welche Illustration du jetzt hier heranziehst, bestätigen sie jeweils diese verschiedenen Muster. Okay, so when we bring that down here we have the midst of the week in the middle, the cross, right? Also wenn wir diese Box jetzt hier runterbringen, dann haben wir hier die Mitte der Woche, das Kreuz, den Mitternachtsruf. Okay, so this is where, right, when we zoom in on something, right, Also das ist letztendlich, wenn wir dort hier hineinzoomen würden, we see that the seven thunders that's been illustrated here is just repeated here under a smaller fractal. dann werden einfach die 7 Donner, die hier oben dargestellt werden, auf diesem kleineren Fraktal dann hier, wenn man reinzoomt, ebenso dargestellt. And 1798 to 1844 is 46 years, right? Und 1798 bis 1844 sind 46 Jahre. Okay, now we read this quote the other day from First Testimonies, right? Und wir haben ja letztens das Zitat vom ersten Band der Zeugnisse gelesen. And she talks about wars, commotions, and then a little time of peace, and then she brings you to the second time of trouble, but Matthew 24. Sie spricht dann über Kriege und diese Unruhen und spricht dann über diese kleine Zeit des Friedens, die dort In Matthew 24. und ja, sie vergleicht das alles dann mit Matthäus 24. So, what I want us to understand is in the big fractal, the two times of trouble are the two Sunday laws. Und was ich euch verstehen lassen möchte, ist, dass im großen Fraktal die beiden Zeiten der Trübsal diese beiden Sonntagsgesetze sind. But in the smaller fractal, the two times of trouble are the two times of trouble marked in Matthew 24. Aber in einem kleineren Fraktal sind die zwei Zeiten der Trübsal dann die zwei Zeiten, die in Matthäus 24 markiert sind. Because we know that Matthew 24 is dealing with the Sunday law crisis, right? Und wir wissen, dass Matthäus 24 ja letztendlich von der Sonntagsgesetzkrise handelt. Okay, so now we also know that that quote from First Testimonies is dealing with a war between the North and the South, right? Und wir wissen auch, dass dieses Zitat aus dem ersten Band der Zeugnisse ja von dem Krieg zwischen Nord und Süd dort handelte. She talks about the war in the United States, the civil war between the North and the South, and then she brings in this quote right at the end. Also sie spricht da von diesem Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd und bringt ja dann das Zitat dort über die beiden Weltkriege ganz am Ende. But we know the war between the North and the South is speaking about the time of the end, right? Aber wir wissen auch, dass der Krieg zwischen Nord und Süd ja über die Zeit des Endes spricht. And the time of the end is the Sunday law crisis, right? Und die Zeit des Endes ist diese Sonntagsgesetzkrise. Right, so you have a time of the end here, and you have a time of the end here, Die right? Zeit des Endes hier und die Zeit des Endes hier. Two Sunday law crisis, right? Zwei Sonntagsgesetzkrisen. So we just bring that down here. We're going to go from the war between the North and the South is what's been illustrated in reference to the quote from First Testimonies, right? Und wenn wir das dann hier hinunterbringen, dann hat man hier den Krieg zwischen Nord und Süd auch dargestellt durch das Zeugnis aus dem ersten Band der Zeugnisse. And we understand that she was speaking about a time in the future, right? Und wir wissen ja auch, sie sprach da über eine zukünftige Zeit. Okay, and we understand that it was prefigured by the First and the Second World War, right? Und wir verstehen, dass diese zukünftige Zeit durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg dann vorausgeschattet worden ist. Which was 4 years and 6 years, right? Wobei ja der Erste Weltkrieg 4 Jahre war und der Zweite Weltkrieg 6 Jahre. And with a little time of peace in the middle, Und right? dann gab es zwischen den beiden Kriegen diese kleine Zeit des Friedens. Okay, so where do I want to go now? Right, what I want to yes, when we come down to the, just put this point in place, so when we come down to the smaller fractal from which was prefigured by April 19th to October 22nd.
Und wenn wir uns jetzt dem kleineren Fraktal zuwenden, nämlich von dem 19. April bis zum 22. Oktober, das hier ausspannen, right? We have this waymark of midnight is marked here, right? dann hat man ja letztendlich auch in dieser Zeit dann diese Wegmarke von Mitternacht, die jetzt hier nicht eingezeichnet ist, hier dann dargestellt. Okay, and this is what allows us to take this 1260 all the way to this point, right? Und das gibt uns letztendlich dann auch die Erlaubnis, diese 1260 bis hinab zu diesem Punkt hier zu führen. But when we go to Zechariah chapter 1, right? Aber wenn wir zu Sacharja Kapitel 1 kommen, Where's the time of peace? wo ist die Zeit des Friedens in Sacharja 1 markiert? Just think about it. Zechariah chapter 1. Where was? At the beginning of the midnight, because it's at rest in the earth. Yes. Because it's what? The earth is. I mean, they walk to and from. Then Yeah, just- it's just- at rest. Yes. So And then begins the 70 years again. then It's not begins like- the 70 years. It's not like this. No, they've just finished 70 years. Go back to Zechariah chapter 1. Gehen wir zurück zu Sacharja 1. Oh yeah. These things are all, there's nothing here that I'm teaching. These things are all things that we've gone through many times. Right. So has had indignation. Also Vers 12 spricht dann über diese 70 Jahre. Yeah. So verse 11. Also fangen wir aber schon in Sacharja 1, Vers 11 an. And they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees and said, We have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth sitteth still and is at rest. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these 70 years? Right? So, Bis Vers 12. if we were to take that whole period here, right? What's my point? That 70 years would parallel the 1260, the time that they're walking up and down, the time of trouble, right? Also letztendlich diese 70 Jahre, es wären in dieser Darstellung ja eine Parallele hier für die 1260, wo sie auf und ab gewandert sind. It's these 4 horses that he sees, right? 1, 2, 3, 4. Das sind diese 4 Pferde, die er sieht, 1, 2, 3, 4. And the 4th horse in Revelation chapter 6, which time period is it? Und das 4. Pferd in Offenbarung 6, welche Zeit ist es? The 1260s, 1260. right? Takes you to the end here. There's this time period here, right? Bringt dich hier zu diesem Ende, zu dieser Zeit hier. Also. Okay, so when we understand this principle, right, here when you got the repeating pattern, it allows us to see that we also have '70 leading us to the time of peace, right? Also wenn man das Prinzip nimmt, dann sieht man letztendlich, dass man dann auch eine 70 hat, die dich hier von Sonntagsgesetz bis zur Zeit des Friedens bringt. Right. So this time of trouble here is just prefiguring this time of trouble here to the little time of peace, right? Diese Zeit der Trübsal schattet oder ist einfach nur eine Parallele zu dieser Zeit dieser Zeit der Trübsal, die dich dann hier zu einer Zeit des Friedens bringt. Okay, but the Sunday law crisis, if you can look at it, how do I explain that? The bigger time of trouble that's here, that's marked by the 1260, goes all the way to the midnight cry. But basically, it's just showing you that although it's marked there, there's this little time of peace, and we know that it was marked by the number 25, right? Also letztendlich die letzte Woche Christi gibt uns aber eine 1260, die uns bis hierhin bringt. Aber wir wissen ja auch, dass in der Geschichte diese kleine Zeit des Friedens dann dargestellt ist durch diese 25 Jahre, die abgekürzt worden sind. Where do we get the number 25 from, Daniel? Und woher erhalten wir diese Zahl 25?
Yes, but I'm on about in this illustration. Where Aber did ich we meine get- jetzt hier in dieser Darstellung hier. Warum hat man hier eine 25 drin? No, there's got to be a reason why I put that there. Also es muss ja einen Grund geben, warum man hier eine 25 in dieser Zeit markieren kann. Well, I could just draw a line and put waymarks in there, put 25, say, yeah, it's cut short, but I have to justify why I'm putting it in there, right? Also mal wird 29. From midnight. Yes, midnight to midnight cry, right, was the 5th day of the 4th month to the 1st day of the 5th month, right? Also von 25 days. Mitternacht vom 5. Tag des 4. Monats bis zum Mitternachtsruf, dem 1. Tag des 5. Monats, waren es 25 Tage. So you have this 25 days as a symbol of the cut short, right? And it shows us how we have this pattern here. Deswegen ist also die 25 ein Symbol für diese Zeit, wo es abgekürzt ist. Und man hat dann folglich dieses Muster dann hier. Okay, so the point I want to get to this morning is I'm not going to go into at this moment into the first and the second wars represented by these 4 and 6 here. Also heute Morgen möchte ich noch nicht so ins Detail gehen jetzt hier, was den Ersten und Zweiten Weltkrieg angeht, dargestellt durch die 4 und die 6. But I want to show that these two periods here are paralleled by the first and second wars, right? Aber ich möchte heute Morgen zeigen, dass diese beiden Zeitspannen hier auch eine Parallele sind zur ersten und zur zweiten Wehe. Okay, just go to Revelation chapter 9. Gehen wir dazu zur Offenbarung Kapitel 9. Now, all these things that we're going through should just be revision. They should just be confirming in our minds all the things that we've been doing over the past several months. Und alles, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich mehr oder weniger eine Zeit des Rückblicks, denn das ist einfach Bestätigung von dem, was wir die letzten Monate angeschaut haben. Offenbarung 9. Okay, so Revelation 9, verse 1. Fangen wir dort in Vers 1 an. It says, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit." Right, so Bis Vers 2. what do we have here, and where do we mark it? Was haben wir hier und wo markieren wir das? Satan from down from heaven. Satan's coming down. What's he opening? The Also bottomless pit. Satan kommt hier herab und was öffnet er? He starts to build his kingdom. Yes, right. We have this, This number. and then the bottomless. Also der Stern kommt hier herab und öffnet diesen Abgrund. Right. Do we have another place in the Bible where the bottomless pit is opened? Haben wir noch einen anderen Platz in der Bibel, wo der Abgrund geöffnet wird? Verse 17 comes and we start. Yeah, I'm not asking where it is in the Bible. I'm asking, do we have another place that's marked in the Bible, and where would we mark it on our line? Also haben wir noch einen weiteren Platz in der Bibel oder eine weitere Stelle in der Bibel, wo das dargestellt wird und wo würden wir das auf der Linie markieren? With the sun and the That's beast. the seventh, The second sense Sunday. out of the bottomless pit. Sorry, Margaret. Second Sunday. Okay, go to Revelation 11. Gehen wir zur Offenbarung 11. Revelation 11 and Revelation 9 are parallel chapters, right? Also Offenbarung 11 und Offenbarung 9 sind parallele Kapitel. Right. Revelation 11 is speaking about the 1260, right? Offenbarung 11 spricht über die 1260. And when I say that, I'm talking about this 1260 from the Sunday law or 2014 to the civil Sunday law. This one here, right? Und wenn ich das sage, dann meine ich hier über
Meinst du diese 1260 hier vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung oder vorausgestattet durch 2.14 bis zum zivilen Sonntagsgesetz? Right? Because Revelation 11 is the Sunday law crisis, so it's dealing with a whole, either dealing with this period or this period, right? They're both the same. Right? Deswegen Offenbarung 11 spricht von der Sonntagsgesetzkrise, es spricht also entweder über dieses Sonntagsgesetz oder über jenes Sonntagsgesetz. Right. Selbe So, Zeitspanne. we understand at the beginning of the Sunday law, the bottomless pit is opened, right? Wir verstehen ja, dass am Anfang des Sonntagsgesetzes der Abgrund geöffnet wird. We come to verse 7. Aber gehen wir jetzt zur Offenbarung 11, Vers 7. It says, And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them. So where do we mark that? And why? Wo markieren wir das jetzt hier? And the midnight cry. We just got short. Am Mitternachtsruf, ja, und warum? Okay. Okay, so also because and kill them, so it's the Yeah, it's the death decree, right? Werden sie noch töten, das ist dieses Todessekret, was hier markiert ist. So 2 times the bottomless pit is opened, right? Also zweimal wird der Abgrund hier geöffnet. So when you parallel on this smaller fractal, 2 times you have a bottomless pit opened, right? Marking the beginning of the Sunday law, right? Und wenn du das parallel setzt hier, the bigger fractal. Yes, here 2 times the Sunday law crisis. Its bottomless pit is Also open. zweimal wird ja dann hier in der Sonntagsgesetzkrise dann letztendlich der Abgrund geöffnet, hier und hier. Right? When you take it down to the small fractal, again you have 2 times the bottomless pit is open. Sunday law, and then where you come face to face with death, right? Dasselbe sieht man ja dann auch hier in dem kleineren Fraktal. Zweimal wird der Abgrund geöffnet, einmal im Sonntagsgesetz und einmal hier am Mitternachtsruf, wo du mit dem Tod ins Angesicht kommst. Okay, so go back to Revelation 9. Gehen wir zurück zur Offenbarung 9. So, verse 4. Offenbarung 9, Vers 4. It says, And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was the torment of a scorpion when he striketh a man. So, what time period do we have here? Also welche Zeit haben wir jetzt hier in Vers 5? 50 days. The first war. 150 years, Right. right? 150 Jahre der ersten Wehe. Okay, and marks the time from 27th, 27th of July 1299 to the 27th of July 1449, right? Also historisch markiert das dann die Zeit hier vom 27. Juli 1299 bis zum 27. Juli 1449. Okay, and the first war, what were they to do, David? Und in der ersten Wehe, was sollten sie dort tun? What are they commanded that they can do? Was wurde ihnen aufgetragen, was sie tun konnten? Kill the man without the seal. It says that they're commanded that it was commanded that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, any tree, but only those men which have not the seal of God in their forehead. So they can hurt them, but it says, Also in Vers 4 haben wir nochmal gelesen, sie können sie schädigen, aber sagt dann weiter. in verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented. Right? Right? Richtig? So when we go to Nicht Revelation, töten, sondern quälen. so the first war is a parallel to this 1260. Also right? diese erste Wehe ist eine Parallele, folglich hier zu dieser 1260. Richtig? So the first war is a parallel to the daily. Es ist also eine Parallele hier zu dem täglichen. Right? That's the point that I'm trying to make. So just Das ist der Punkt, den ich hier machen möchte.
goes all the way to the cross, right? Und das geht dann bis hier zu dem Kreuz. So you've got this 150 years. Also man hat folglich hier diese 150 Jahre. But in this time period, right, you have 25 cut short, right? Aber in dieser Zeit hier, sehen wir, haben wir diese 25 Jahre, die abgeschnitten sind. Okay, now I just want to go to Revelation 11, right? Gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung 11. Verse 10. Offenbarung 11, Vers 10. And now this is speaking about the death of the two witnesses that come to pass right here at the death decree. Und das spricht über den Tod der zwei Zeugen, was ja hier dann beim Todesdekret stattfinden wird. It says, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets did what? Tormented them that dwell on the earth. Also was haben diese zwei Propheten gemacht oder Zeugen gemacht? So what do we see here? Sie haben The same gequält. as what we saw in Revelation. Also was Nein. sehen wir hier, was eine Parallele ist zur Offenbarung 9? Right? Sie haben gequält. Okay, so the two witnesses, right, that are prophesying for Also die zwei Zeugen, die hier für diese 1260 weissagen, they get to this point, right, sie kommen zu diesem Punkt hier, which is the 25 cut short, right? was diese 25 verkürzt ist in dieser großen Darstellung. Right, it's the French Revolution, where it's before 1798, right? Und das ist ja dann hier die Französische Revolution vor 1798, Right, where the two witnesses get delivered up to death, right? wo die zwei Zeugen jetzt dem Tod ausgeliefert werden. Why do they get delivered up? Und warum werden sie hier ausgeliefert? Because they tormented, right? Weil sie hier vor gequält haben. So this period, this 1260, this 150 years, is a period of torment, right? Deswegen diese 1260 hier, die hier endet, oder diese 150, die eine Parallele dazu ist, ist eine Zeit der Qual. Right? Richtig? We're just paralleling things piece by piece, right? Wir setzen einfach diese Dinge Stück für Stück parallel. Okay, now go back to Revelation 9. Gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung Kapitel 9. So, when we get to the end of the first woe, Wenn wir hier zum Ende der ersten Wehe kommen, go to verse 12. gehen wir dann zu Vers 12. It says, one woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. So what do you have marked at the beginning of the second woe? Also wir haben bis Vers 14 runtergelesen. Was haben wir also markiert hier am Anfang der zweiten Wehe? What's taking place then? Was findet hier am Anfang der zweiten Wehe statt? No, I'm not saying. Okay, the four winds are loosed, right? Diese vier Winde werden gelöst. In Daniel 7, at the beginning of the Sunday law, what do you have? In Daniel 7 am Anfang des Sonntagsgesetzes, was haben wir hier? The four winds loosed, right? Da haben wir die vier Winde, die auch gelöst sind. Die auf dem Meer wehen. So, the four winds being loosed and the bottomless pit is the same thing as Satan walking to and fro, right? Also die vier Winde, die gelöst sind, oder das Öffnen des Abgrundes ist dasselbe, wie das Satan jetzt auf und ab wandelt. Right? Richtig? But, and then you have it here again, right? The bottomless pit, four winds loosed, Satan's going to walk to and fro again through this time period, right? Und dasselbe haben wir dann auch hier in dieser Darstellung, den Abgrund und die vier Winde gelöst. Satan wird auch in dieser Zeit dann auf und ab wandeln dürfen. Okay, but I want us to see that because the 1260 has a symbol
for the period being cut short. Aber was ich hier sehen lassen möchte, die 1260 hat ja dieses Symbol, dass hier eine Zeit abgeschnitten wird. Okay, and what's I've been trying to work out in my head is that if the woe, the first woe is a parallel to it, it also must have something marking it being cut short to mark this little time of peace in here. Aber Right? wenn die erste Wehe ja jetzt eine Parallele zu dieser Zeit hier ist, muss folglich auch diese erste Wehe in dieser Darstellung verkürzt werden. Und das ist, ja, August was ich 11, zeigen möchte. 1840, the whole earth is filled with the glory, right? Am 11. August 1840 ist die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt worden, richtig? What ends right there? Und was endet genau hier? August 11, 1840, what ends? Am 11. August 1840, was endet dort? The Islamic power. Okay, so what ends? What are we? The second woe, right? Die zweite Wehe. Right? So we're dealing with the first woe here. So this would be August 11th, 1840, right? So das wäre dann folglich hier der 11. August 1840. So August 11th, 1840 is a parallel to the shut door, right? Deswegen sehen wir, der 11. August 1840 ist also in dieser Darstellung eine Parallele hier zu der geschlossenen Tür. Because you got the Sunday law to the final review where the shut door comes, right? Das ist ja das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, wo dann hier die geschlossene Tür ist. Okay, so therefore, when you bring the fractal down, 50 the fourth month, the whole earth was filled with the glory, right? Deswegen, wenn du also das Fraktal runterbringst, parallel, dann sieht man, am 5. Tag des 4. Monats wird die ganze Erde mit der Herrlichkeit erfüllt sein. We must see the same principles there, right? Deswegen müssen wir hier dasselbe Prinzip auch markiert sehen. Okay, now I posted 2 quotes. Ich habe jetzt 2 Zitate gepostet. Okay, the first one's from APEC 114. Das erste Zitat ist von APEC 115. Everybody there? Ist jeder dort? It said, but this king was to be the angel or chief minister of the bottomless pit. This is this star that comes down right here, right at the beginning, right? Also es ist hier dieser Stern, der hier am Anfang herabkommt. But this king was to be the angel or chief minister of the bottomless pit, or of the religion which arose from thence under Mahomet. Such was Ottoman, and such have been his successors. Like the Pope of Rome, the Turkish Sultan has exercised supreme power, both civil and ecclesiastical, throughout his dominions. This empire was established in AD 1299, and on the 27th day of July 1299, Ottoman first invaded the territory of Nicomedia to commence his attack on the Greek Empire. Okay, so you have this marking the beginning of the Ottoman Empire, first attack, right? Geht hier jetzt den Beginn des Osmanischen Reiches, dieser 150 Jahre, der erste Angriff auf das griechische Reich. It says, beginning in 1299, the 150 years would end AD 1449. In that year, John Palaiologos, but it's also Palaiologos, the Greek emperor, died and left no children to succeed him in the throne. And his brother Constantine Decosus was to succeed him. But from some cause or other, although it was a time of peace, before he dared to ascend his brother's throne, he sent ambassadors to Amurath, the Turkish Sultan, to ask his permission. And having obtained it, he assumed the government of the empire. Thus, for 150 years, from 1299 to 1449, although the two powers were almost continually engaged in broils and contentions,
yet the Turks could not prevail against the Greeks. Their power was to torment by sudden excursions. Thus far they might go, but no further. The 150 years ended, and with it virtually ended the Greek Empire, because from that time the Greek emperor only reigned by permission of his deadly foe. Right? So we know that in history the second war is marked by the last emperor. Right? We've gone through this. The last emperor asking permission to ascend to the throne, right? Wir wissen, dass also geschichtlich gesehen der Anfang der zweiten Wehe der Punkt markiert, wo der letzte Kaiser den Thron besteigt, aber auch nur mit Erlaubnis. Okay, but we'll come on to that a bit later. But I'm just marking here that this was the last Greek emperor. Und das right? werden wir uns in späteren Zeiten nochmal genau anschauen, aber das markiert hier, dass das hier dieser letzte griechische Kaiser war. Okay, but it says here, we read in the beginning of that second paragraph, it says, but from some cause or other, although it was a time of peace. Right? Aber wir haben hier am Anfang vom zweiten Absatz gelesen, das ist der zweite Satz, glaube ich, dass es eine Zeit des Friedens war, wo der letzte Kaiser aufstieg. So, right here when he arose, it was marking that at that point there was a time of peace, right? Also genau hier, wo der letzte Kaiser jetzt den Thron bestieg, das markiert hier, dass es eine Zeit des Friedens gab. But from the moment he ascended, what began? Aber von dem Moment, wo er auf den Thron kam, was fing dort an? What began? The second war, time of trouble, right? Die zweite Wehe, was dann wiederum eine Zeit der Trübsal ist. So this marks the time that it goes from peace to trouble, right? Deswegen dieser Thronaufstieg oder diese Thronbesteigung markiert also den Übergang von einer Zeit des Friedens hin zu einer Zeit der Trübsal. Right? So let's go to the next quote. Lass uns jetzt zum nächsten Zitat kommen. It says, if we date the origin of this empire in 1299, the 150 years would end 1449. During that length of time, the Eastern Empire of Rome was harassed beyond measure by the Ottoman power, but was not subjected entirely to it. The year 1448, right, that's 1 year before 1449, right? So das Jahr 1448, ist ja also ein Jahr vor 1449. It says the year 1448, Amurath, the Turkish Sultan, besieged Korea, one of the strongest cities of the Roman Empire. The end of the 5 months would come the next year. We should naturally look for some great defeat of the Christian emperor's army. But was it so? So far from it, that after a long summer siege and a great loss of men, the fall coming on and rain setting in, the Turks raised the siege and retired. The empire was now left in peace. One would be almost inclined to think the word of prophecy must now fail. But the time came and the word of God was confirmed by the event. John Palaeologus, emperor of Constantinople, was dead, and his brother Constantine Decosus would not venture to ascend the throne without the permission of Amurath, the Turkish Sultan. He sent ambassadors to ask his consent before he presumed to call himself sovereign. This happened AD 1449. Okay, so where are we going to place 1448? Also wo platzieren wir folglich jetzt 1448 hier, wie im Zitat erwähnt? At midnight, right? Year before, 368. So here you have 1448 to 1449, right? Also Mitternacht 1448 bis 1449. Right? So what happened in 1448? Also was ist hier 1448 passiert? Was sagt es hier? There was a siege, right? Es gab da eine Belagerung. Okay, there was a siege, but it didn't manage to topple because in this first time period they're only allowed to torment, right? Aber diese Belagerung war nicht erfolgreich, denn in dieser ersten Zeit, dieser ersten Wehe, durften sie ja nur quälen. So what I want to just help us to see that both the first war and the 1260 both have a time of peace attached to them, bringing you down
to the midst of the week, right? Deswegen, was ich euch zeigen möchte damit ist, dass sowohl die 1260 als auch hier diese erste Wehe, also diese parallele Darstellung hier, beide eine Zeit des Friedens haben am Ende und bringt dich dann hier Everybody follow zum that? Mitternacht zurück. Because when you go to the bigger fractal, right, this is the first woe, second woe. Wenn wir nämlich zum größeren Fraktal kommen, dann ist das ja hier die erste Wehe und das hier die zweite Wehe. And where does it finish? Und wo endet die? Second woe. Wo endet die zweite Wehe? August 11, 1840, right? Am 11. August 1840. Bringing us a time of peace, right? Und das führt uns zu einer Zeit des Friedens dann hier. Okay, so I'm hoping you can see all these different thoughts, all these different levels, all these different fractals, they all need to be brought together, Deswegen, right? ich hoffe, dass wir sehen können, dass wir all diese verschiedenen Gedanken und Fraktale miteinander verbinden können. Okay, so that was something that I wanted to really grasp myself, right? Anyway, we've got that now. So, okay, go to next point I want to put in place. Go to Matthew 24. Der nächste Punkt, den ich am Platz setzen möchte, ist Matthäus 24. Right. Verse 6. Matthäus 24, Vers 6. And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Where is this? What does it mark? Was markiert Vers 6 und 7? The Sunday law crisis, right? Markiert hier die Sonntagsgesetzkrise. It's this time of trouble, the first sign that Christ gives, right here, right? Die Zeit der Trübsal ist das erste Zeichen, was der Herr hier gibt. Okay, now go to okay, go to verse 42. Gehen wir jetzt zu Vers 42. Matthew 24. Yes, in fact, let's go to verse. Let's go to verse 29. Lass uns doch Vers 29 lesen. It says, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, Bis Vers 30. where is this point marked, and why? Wo ist dieser Punkt markiert und warum? Yeah, I'm not asking that, but that's what it says. But where is it? Where is it marked, and why? Wo ist das markiert und warum? It's not. No, it's not the second coming. and then shall Verse 29. What does it say? Immediately after the tribulation of those days. What is it marking? Also direkt nach der Trübsal jener Tage. Was markiert das? So, When did the When it's tribulation? cut short. Yeah. Okay. When it's cut short, right here, right? Also es markiert hier den Punkt, wo es verkürzt worden ist. It's Also, marking the end of the first war, the end of this period, right here, right? markiert das Ende der ersten Wehe, also hier diesen Punkt, hier diese Zeit. Because we know that this time is the midnight cry is the close of probation, right? Wir wissen ja, dass der Mitternachtsruf
in einer Art und Weise, die das Ende der Gnadenzeit darstellt. Because all you're going to do in this time period is demonstrate whether you're rebellious or whether you've submit your heart to Christ, right? Denn alles, was du hier in dieser Zeit darstellen wirst, ist letztendlich, ob du einen rebellischen Geist dann hast oder ob du dich Christus unterwirfst. And it's typifying the point where the 7 last plagues are getting poured out, right? Das schaut ja den Punkt voraus, wo dann die 7 letzten Plagen ausgegossen werden im Typus. Because if we go to here, what happened in 1833? Denn wenn wir hierhin kommen, was ist 1833 passiert? Falling of the stars, right? Das Fallen der Sterne. And this point is this point, Und dieser Punkt hier ist auch dieser Punkt. right? Richtig? So the persecution gets cut short, right? Marking this time period here. But it marks the point where now the heavens and the earth are going to begin, right? Also diese große 1260, die Verfolgungszeit wird hier verkürzt und es markiert hier wohl Himmel und Erde jetzt anfangen erschüttert zu werden. So it goes from the time period of your worldly goods to now where you come face to face with death, right? Es tritt, also, oder es wechselt jetzt von der Zeit, wo du mit deinen ganzen weltlichen Gütern getestet wirst, zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt mit dem Tod ins Angesicht kommst. Now, when you go to verse 32, Und wenn wir jetzt zu Vers 32 kommen, it says, Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is what? Nigh, It's nice. near, right? man kann also sehen, dass der Sommer jetzt nahe ist. This is the sign that he was given. This one right here. What you have to demonstrate right here. Also das ist das Zeichen, was er uns gibt. Was müssen wir hier demonstrieren? Have fruit. They have fruit, right? Ob man Frucht hat. So the fig tree has to put forth its leaves right here, showing that it has fruit, right? Der Feigenbaum muss hier letztendlich seine Blätter hervorbringen, um dann zu zeigen, ob er Frucht hat oder nicht. But keep your place there. Go to Revelation chapter 6. Haltet euren Finger, hier gehen wir zur Offenbarung Kapitel 6. Right, and there's the 6th seal right there, right? Das hier ist das 6. Siegel, richtig? Paralleling this right here, Das ist eine Parallele ist hierzu, right? richtig? Verse 12. Vers 12. And I beheld, and when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, as a fig tree casteth her untimely figs when she's shaken of a mighty wind. So, Das ist Vers 13. what's blowing there? Was weht hier? The 4 winds, a mighty wind, right? Die 4 Winde, dieser mächtige Sturm. It's marking the point where the stars of heaven are fallen, right? Markiert also, wo diese Sterne des Himmels jetzt herabfallen. And this is the falling away, Und right? das ist ja auch dieses Wegfallen hier. That day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, right? Dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst der Abfall und der Mensch der Sünde wird geoffenbart. This 1260 here is this 1260 here, right? Also diese 1260 hier unten ist auch diese 1260 hier oben. Who's this? Und wer ist das hier? Who's this? Wer ist das Papsttum hier? The man of sin. Er ist der Mensch der Sünde. That day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, right? Also dieser Tag, der Tag der Wiederkunft wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst der Abfall, Fall der Sterne hier, und der Mensch der Sünde wird geoffenbart. Right? So, marking this time period. So go back to Matthew. Markiert also hier diese Zeitspanne. So when you go back to verse 32, Wenn wir jetzt zurückgehen zu Matthäus 24, Vers 32, Christ says, Now learn a parable of the fig tree. When its branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. Right? So the Lord's going to come to find fruit on his fig tree. Right? der Herr wird also dann hier kommen, um Frucht an seinem Feigenbaum zu suchen. So likewise, when ye shall see all these things, know that it's near, even at the door. So when this happens, Vers 33. it's near, right? Also wenn das hier passiert, dann ist die Wiederkunft nahe. But this is marking the point
where he comes, because this is typifying this seventh place. Right? Aber das hier markiert dann den Punkt, wo er kommt, denn das ist ja die 7 letzten Plagen hier. Right, now come down to 42. Jetzt gehen wir zu Vers 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. But know that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? Right? Bis Vers 45. Where would this take place? Wo findet das statt? Where does the Lord make you a faithful and wise servant and make you a ruler? Wo wird der Herr dich zu einem Herrscher machen, wenn du ein weiser und treuer Knecht warst? Okay, in this, Yes. right here, right? Also für die erste Gruppe ist es hier die 9. Stunde. So, those that he makes ruler right here, they're now going to be given meat in due season in this time period, right? Also diejenigen, die hier zum Herrscher gemacht werden, die geben dann die Speise hier zur rechten Zeit. Right? Richtig? It says, verse 46, Vers 46. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. And if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, in an hour that he is not aware of, and he shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Bis Vers 51. It's the closed door, it's the end, it's too late, right? The final review. Das ist die geschlossene Tür, das ist das Ende, es ist dann zu spät. Okay? Finale Untersuchung. So just to see this, go back to Matthew 22. Um das zu sehen, gehen wir zurück zu Matthäus 22. And what is Matthew 22 referring to? Und worauf nimmt Matthäus 22 Bezug? Investigative. The investigative judgmental event that begins right here, right? Das Untersuchungsgericht an den Lebenden, was hier Mitternachtsruf beginnt. So from here to here, this is the story of Matthew 22. Lawrence also mentioned this yesterday. Right? Also von hier bis hier ist das letztendlich diese Geschichte des Untersuchungsgerichts. But okay, just go to verse 11. Gehen wir zu Vers 11. And when the king came in to see the guests, he saw that a man which had not on a wedding garment, and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Right? So, Das ist Vers 13. we just, go back to Matthew 24. Gehen wir zurück zu Matthäus 24 Verse 50. und dann Vers 50. It says, The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Vers 51. Right? Richtig? So you can see that the final review is the point where you're cast into outer darkness, Mark, and the weeping and gnashing of teeth. Right? Also die finale Untersuchung markiert diesen Punkt, wo du dann letztendlich hinausgestoßen wirst und es dieses Heulen und Zähneknirschen geben wird. Okay. Come to the very next verse. What's the next verse? Und was ist der nächste Vers dann? What's the next verse? Matthew 25 in verse 1, right? Matthäus 25, Vers 1. And Sister White says Matthew 24 and Matthew 25, they're the same story, right? Ellen White sagt, dass Matthäus 24 und Matthäus 25 dieselbe Geschichte ist. So in Matthew 24, it's taken us down through the last time events marking these two times of trouble, right? Also Matthäus 24 bringt uns hier durch diese Endzeitereignisse, markiert diese zwei Zeiten der Trübsal hier. And showing how two classes are going to be developed
down through that time period, right? Es zeigt uns, wie zwei Klassen in dieser Zeit dann entwickelt werden. Because the very next word is then. Und dann das allernächste Wort nach Kapitel 24 ist das Wort dann. So when the people who didn't make it are cast into outer darkness, it says, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins who went forth to meet the bridegroom. Right? So what's it doing now? Also wenn am Ende von Kapitel 24 diese Leute in die äußerste Finsternis hinausgestoßen worden sind, dann sagt es, dann wird das Königreich Gottes 10 Jungfrauen gleichen. What's he doing, David? Also was tut Christus hier? If Matthew 25 is a parallel to Matthew 24, what's he doing right here? Matthäus 25 eine Parallele ist zu Matthäus 24. Was macht der Herr dann hier? So he gets the end of Matthew 24 and then he begins Matthew 25. What's it then doing? Er kommt zum Ende von Matthäus 24 und führt dann weiter aus in Matthäus 25. Was macht er? Bring us back to. Well, yeah, it's going to summarize the whole of Matthew 24 with the story of Matthew 25, right? Er sozusagen fasst jetzt das, was er in Matthäus 24 gesagt hat, durch dieses Gleichnis von Matthäus 25 nochmal zusammen. But I want you to also notice something. What time period would this be right here? If this Sunday law right here was this one, what time period would be right here? Also wenn jetzt hier dieses Sonntagsgesetz hier in unteren Darstellung jetzt dieses hier darstellen würde, was ist dann hier am Ende? Welches, No, I'm just what time period is welche Zeit ist das dann hier? 84, 44. Look, I'm saying if this here is this Sunday law here, when you get the little time of peace. Thank you. Also das ist dann hier die kleine Zeit des Friedens. Right. Okay. So and you mentioned right that Matthew 25 marks when the going forth of the virgins begins, right? Und du hast ja bereits erwähnt, Matthäus 25 markiert dann den Punkt, wo das Losgehen der Jungfrauen anfängt. So in Millerite history, where did the virgins begin to go forth? Und in der Miller-Geschichte, wo sind die Jungfrauen losgegangen? August the 11th, 1840, Am right? 11. August 1840. So you have the first part of the parable of the 10 virgins is the time of peace, and it leads you to the separation of the first group of virgins, right? Also es ist hier, der erste Teil des Gleichnisses ist diese kleine Zeit des Friedens und das bringt dich dann hier zu der ersten Trennung der Jungfrauen. So when we understand that, right, that the second group of virgins is paralleling this time period, right? Und dieser zweite Teil der Jungfrauen ist ja dann parallel mit dieser Zeit hier. So from the first separation in Matthew 25 and verse 4 to Matthew 25 and verse 10 is dealing with these two times of trouble, right? Also in der ersten Trennung hier von Matthäus 24, Vers 4 bis dann zu Matthäus 25, Vers 10, das ist eine Zeit, wo diese zwei Zeiten der Trübsal markiert sind. So the point I want to make is when you parallel Matthew 25 or Matthew 24, you have to add the little time of peace to the beginning because it goes from here all the way to here, right? Also letztendlich, wenn man Matthäus 24 und Matthäus 25 dann parallel setzt, muss man folglich am Anfang auch noch die kleine Zeit des Friedens hinzufügen, denn es ist ja, das Gleichnis geht ja von hier bis hier. So, just to summarize very quickly, I could begin Matthew 24 right here. Christ says, there's your first sign, the time of trouble, right? Also ich könnte ja in dem Sinne Matthäus 24 hier anfangen lassen. Das ist das erste Zeichen der Trübsal. There's the sign that they need to see, the stars falling from heaven, marking the second time of trouble, right? Und das ist das zweite Zeichen, was sie sehen müssen. Die Sterne fallen vom Himmel, die zweite Zeit der Trübsal. Takes you to the point where they get cast into outer darkness. Das bringt dich zu dem Punkt, wo du in die äußerste Finsternis hinausgestoßen wirst. Then shall the kingdom be likened unto 10 virgins, right? Und dann wird das Königreich mit 10 Jungfrauen verglichen Which werden, took the lamps and went forth to meet the bridegroom. die vorwärts gingen mit ihren Lampen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. 5 are wise, 5 are foolish, right? 5 waren klug und 5 waren töricht. The wise took oil in the lamps, the foolish didn't take oil in the lamps, Die right? Klugen haben Öl mit sich genommen, die Törichten aber nicht. First group of false prophets falls away, right?
erste Gruppe der falschen Propheten fällt hier weg. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, right? Und während der Bräutigam sich verzögerte, haben sie alle geschlafen. And at midnight there was a cry made, right? Und zu Mitternacht ist dann ein Ruf ergangen. Okay, lead you down to the closed door. Und das führt dich dann hinab bis zur geschlossenen Tür. So in one sense, you can take Matthew 24 right the way down to Matthew 25, but we know that this is just paralleling this, right? In einer Art und Weise kann man sozusagen Matthäus 24 hier nehmen und Matthäus 25 und das deckt dann hier die gesamte Zeit hier ab. Aber wir wissen auch, dass das ja eine Parallele ist hierzu. So Matthew 24 and Matthew 25, from going in sequence, gives you the whole last reform line, right? Deswegen Matthäus 24 und Matthäus 25 in einer Sequenz angeschaut, gibt dir die gesamte letzte Reformlinie. But Sister White just confirms that they both represent the same thing. So it's just, you have to get that really Matthew 24 verse 5 begins here and takes you down to verse 10 here, which is the whole of Matthew 24. Aber Ellen White bestätigt uns ja, dass letztendlich Matthäus 24 und Matthäus 25 dasselbe sind. Deswegen kann man dann auch hier Matthäus 25 Vers 4 nehmen, bis Vers 10, bis zur geschlossenen Tür, dann hier und auch parallel setzen mit dem ersten Sonntagsgesetz. Right, so basically all I was doing this morning is taking things that we've all studied all before, right? Also jetzt eigentlich alles, was ich heute Morgen gemacht habe, ist, ich habe die Dinge genommen, die wir bereits schon studiert hatten. And rather than looking at them individually, I'm just piecing all the pieces of the puzzle together to show you that it's a perfect illustration of what we've come to understand. Und anstatt dass ich sie individuell nehme, Stück für Stück, habe ich sie versucht zusammenzusetzen, um euch zu zeigen, dass es wirklich eine wunderbare Darstellung ist hier von dem, was am Ende der Welt geschieht. So, although when we initially look at something we don't quite understand it, just place it on the line and God, through the other stories, will confirm these things over and over with other stories. Und selbst wenn wir das nicht alles jetzt am Anfang alles verstehen sollten, man muss erst einfach auf die Linie setzen und dann Gott erlauben, das Schritt für Schritt zu bestätigen. Right? Richtig? Okay, and I'm hoping that, I mean, I didn't just do that for the people out there, I was doing it for us also, because sometimes it seems that our mind is just not grasping the connections to these things, right? Ich habe das jetzt nicht nur für alle da draußen gemacht, sondern auch für uns hier. Denn manchmal hat es den Anschein, dass unser Verstand diese Dinge nicht wirklich alle erfassen kann. Right? We have to study these things, we have to open our minds, right? Wir müssen diese Dinge studieren, wir müssen unseren Verstand öffnen. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Somebody needs to translate me. Sarah, can you translate me? Dear Father in heaven, Unser himmlischer Vater im Himmel, we thank you for your word wir danken dir für dein Wort. and we thank you for your promises and blessings, Wir danken dir für deine Verheißungen, für deine Segnungen, but also for your warnings. für deine Warnungen. And we ask you that you help us today, that we search our hearts before you, Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Tag unser Herz zu erforschen. because there are always two voices speaking to our mind, Weil es sind ja immer zwei Stimmen, die zu unserem Verstand sprechen. and your word is very clear which voice is which. Und dein Wort ist sehr klar darüber, welche Stimme welche ist. And therefore, please help us to follow only the spirit of the voice of your Holy Spirit, Und deswegen hilf uns bitte, nur der Stimme des Heiligen Geistes zu And not- sprechen. cherish any rebellion, Dass wir nicht irgendeine Rebellion geben, because rebellion is not against man, but against you only. weil Rebellion geht gegen dich allein. And we ask you therefore to help us to always remember these things Und wir möchten dich bitten, dass du uns immer hilfst, daran zu denken. and to give us the grace to fight against our carnal nature. Und dass du uns die Kraft und die Gnade gibst, gegen unsere menschliche Natur zu kämpfen. And therefore, please help us today Bitte hilf uns also weiter, to stay faithful to you, um dir treu zu bleiben. and please bless us as a ministry Segne uns als ein
and help us to go forward and to fulfill the appointed task that is set before us. Und hilf uns vorwärts zu gehen und die Aufgaben, die vor uns liegen, zu erfüllen. And please protect us today from Satan. Und bitte beschütze uns heute vor Satan. And we ask and pray these things in Jesus' name.